Schau mal, was die nun anbieten. Let's go. Komplett live. Noch liver geht's nicht mehr. Im letzten Revenge Stuff kamen ja neue Charaktere. Ich habe das Overlay weggepackt, damit ihr Untertitel noch sehen könnt. Es gab ja auch noch von der Kinoversion Saga, von Dragonball Z haben die noch ein paar Charaktere rausgebracht. Hoffentlich passt mit der Lautstärke. Achso, man hört nichts. Geil. Und dass mir jemand das sagt. We have loads of information to share about the updates we have planned for November, starting with new items that let you change the in-game background are coming to Legends. You'll be able to change the in-game background starting with the next update. Changing the background makes each character stand out in new ways, and if you pick a different background than the usual one, it will give Legends a whole new feel as you play. Okay. Absolutely right. Try out all the different backgrounds and see what works best with your favorite characters. Now, here's our next topic. Nächstes Thema. You'll soon be able to sort your titles based on the order you received them. If you've ever tried to set a specific title and just couldn't find it, no matter how hard you look, Aber man kann die Titel filtern. Ja, nicht, dass ich es wirklich brauche, aber ja. Es hat sich auch sehr viel zusammengesammelt, deswegen. Neue Neuerungen, yeah! Gold has been the highest up until this point, but now you'll be able to go even higher. Right. It's always fun to compete individually, but competing together as a guild is another ja, Gilden. Ich glaube, die wollen halt die Gilden nochmal rausholen. Weil das kam schon sehr ganz tief runter. Even if someone sent you a cheer and gave you some energy, who did it has always been a mystery, so it was hard to return the favor. And now, if you send a cheer, it would be nice to know that your good deed will be acknowledged. Of course, it's not like players are forced to send cheers, and you shouldn't feel obligated to send a cheer back in return. Keep playing at your own pace and send some cheers if and when you feel like it. That's true. We hope you'll use them to support other players in your guild. Alright, moving on. New Guildy rank equipment. A new godly rank will be added for equipments. There's going to be a higher rank than G+ now? Wait, Nein! slots for current equipment Ernsthaft? able to get even stronger effects, and we'll all have to start Ausrüstungen sind ohnehin schon brutal, wenn man... Alter, was habt ihr da jetzt gemacht, bitte? For example,
If you have a Z plus piece of equipment where each slot is near the max value, then it will now be considered godly rank. Kannst jetzt Ausrüstung auf Stufe Gott machen. Ach so. Then it will still be considered Z plus rank. This new godly rank will be applied to equipment you already own, so be sure to check and see after the update. Got it. Personally, I'm going to want to get all the equipment for my main party app to godly rank though. There may not be much difference between Z plus and godly, so it's really just for personal satisfaction. But using a party decked out with godly equipment is sure to put some pressure on your opponents. We hope you all aim for the new godly rank. Now, for some pretty exciting news. Let's limit exclusive Fähigkeiten. About it earlier this year in a Legends Management Team newsletter, but we're adding new limited Z abilities exclusive to Legends Limited characters. Note that limited Z abilities will be different from Z abilities. Neue Fähigkeiten für Legends Limited Charaktere. Battle members to allies. When a limited Z ability is active, allies will get buffs to base strike and blast attack. Also die Buffen Legends Limited Charaktere kann man verstehen, wenn die aufgrund den Ultra Charaktere nicht mehr so oft genutzt werden. Jetzt machen die ein bisschen kräftiger und Gohan braucht es wirklich. Allies will get an attack buff. They will vary depending on the character, but we plan for these to be attack buffs against individual tags like Tag Lineage of Evil. Keep in mind that the bonuses of all Legends Limited Rarity battle members will be applied to allies. These attack buffs will be unlocked with Limited Z Ability 3, and that will require limit breaking your Legends Limited characters to Star 6. These limited Z abilities will only take effect if the character is a battle member, so please keep that in mind. These attack buffs are still being fine-tuned at this time, and that means that the information we presented today is subject to change. But we hope you look forward to it all the same. Since they only take effect if the character is a battle member and they give attack buffs against specific tags, that means you are going to want a variety of other characters in your party to get attack buffs against multiple tags. Correct. Combining multiple Legends Limited characters with strong Ultra and Sparking characters should make for a very die wollen Legends Limited stärker machen, dann Kombination mit Ultra und so, die wollen es ein bisschen ausgeglichen machen, denn Leute so wie ich kämpfen nur mit Ultra Charaktere. Die sind schon verdammt stark. And that was the last bit of update info that we had for you today. We have a number of other updates in the works, but the ones we shared today are planned for around mid-November. We hope you're getting excited for them. But now, it's time for some Legends news. We have all the latest info on the episode, campaign, sagas from the movies, and we're bringing it straight to you. We've already seen a new Tapion, die zwei Charaktere. Wrath of the Dragon, that you can get from the Tapion ist neu. Tapion event. Genau der Charakter. Und der Super Vegeta, der hat jetzt Senkai bekommen. Based on the Dragonball Z Fusion Reborn movie. Based on all that information, you might already have an idea of who the new character is. Ja, die wollen jetzt neue Charakter reinpacken. Also ich denke Ultra Janemba. Die können keine Ultra Vegeta nochmal packen. Das wäre zu wild. Sie können das nicht machen. Ultra Janemba safe. Ultra Janemba. Das war mir halt so klar. Jetzt verfügbar. Ultra Janemba. Ne, Ultra Super Janemba. Ja, not bad. Aber es war schon klar, dass es eines Tages kommt. Aber cool sowas. Ist gut, ist gut. Das war bestimmt der Deckungswechsel, das ist die coole Karte. Spezialangriff. Ja, der ist gut. Wer weiß, ist der genauso OP wie Goku Black oder andere Charaktere? Weil die Ultra Charaktere sind halt ultra mächtig. Deswegen heißt es ja Ultra. Super Janemba. That is right. Straight from the Dragon Ball Z Fusion Reborn movie comes a brand new Super Janemba in Ultra Rarity. Wow, it's been a long time since we've had a new Janemba. The last one was the Red Janemba, released in January 2020, so it's been about 3.5 years.
There hasn't even been a Legends Limited version, so we hope that caught a few of you off guard. Krass. Sure it did. Ja, die anderen Janembas waren halt so schlecht. Das ist der einzige gute wahrscheinlich. So this is quite a shock. This was true of last month's Dragon Ball Saga campaign, but it really is nice that so many characters we haven't seen for a while are returning. We decided these episode campaigns would be the perfect opportunity to put the spotlight on some characters who haven't been getting much attention, so please look forward to seeing who will be next as well. I sure am. There were a lot of things that stood out in Janemba's moves. All the warping of attacks, turning into cubes to evade, and doing other strange things you might remember from the movie. You won't want to miss them. Janemba's abilities also fit the character as well, so let's dive right into explaining them. Super Janemba. Okay, Element Blue. Element Blue. The element is blue, something regeneration parties have long been waiting for. The character tags are Transforming Warrior, Regeneration, and Powerful Opponent. Since it targets regeneration and sagas from the movies, the Z ability 3 benefits a wide range of characters, allowing Super Janemba to fit in tons of party formations. Regeneration characters also fall under Super Janemba's Ultra ability. What makes this Super Janemba stand out is the ability to weaken enemies, generous health restoration, and counter functionality. Combine that with the ability to inflict bleed statuses with high damaging special move and ultimate arts, and you have an almighty character that excels at both offense and defense. The crux of that power lies in Super Janemba's counter-type unique gauge. The easiest way to describe this unique gauge might be to call it a strike version of Also auf jeden Fall Patentenswechsel, Konter und vieles mehr. Und schwächt den Gegner auf jeden Fall mit Lebensenergie, dass er sich nicht so ganz leicht wieder regenerieren kann. Der Deckungswechsel, der ist cool. Und der Spezialangriff hinterher. Der einzigartige Fähigkeit wird er auch haben. Ich schätze, der hat eine einzigartige Fähigkeit von, dass er sich auflädt durch Schlagangriffe. Weil ich könnte schon vorstellen, dass der halt offensiv ist. Der hat auch einen Finalangriff, das hatte bisher kein anderer einziger Janemba. But the first time you unleash one, you'll draw an ultimate arts that you can use for a guaranteed follow-up. Even if your opponent predicts your evasion, if they use a strike arts, or a forward charging or certain other special move or special arts, you'll get a chance to turn the tide, and that is incredibly powerful. When this counter activates, you will also recover 100% of your vanishing gauge and boost own arts card draw speed, hat viele Fähigkeiten, to counterattack. Even if it's your second counter or beyond and you won't draw an ultimate arts, this ability is still designed to help you turn things around. But this all-in-one unique gauge isn't Super Janemba's only trick. This character also has very easy-to-use offensive abilities. Upon entering the battlefield, Super Janemba recovers ki and draws an arts card at random if you have 3 or fewer cards, and when using strike or blast arts cards, Super Janemba gets a buff that nullifies enemy special cover changes for a number of timer counts. If this is after a counter, it's your chance to keep on the offense. For a number of timer counts after the battle starts, Ultra Super Janemba will have a buff that nullifies the enemy's reduced ki effects. Yeah. There are many characters that can reduce ki and leverage that to limit combos, but this Super Janemba can lay on the pressure while paying ki reduction no mind. Having nullification for both special cover changes and key reduction effects is Deckungswechsel und dann reduziert sie halt das Ki des Gegners stark. Das heißt, dass dein Ki dann auf 0 ist. Let's talk about Super Janemba's defensive and cover change abilities. Super Janemba has a special cover change against blast arts that you can follow up with a special move arts. Super Janemba has a balanced defense with a special cover change versus blast attacks and a counter against strike attacks. Next, when an enemy activates an ultimate, Awakening Arts, or a Rising Rush, Super Janemba has the ability to lower allies' substitution counts by 10. So, even if the enemy fires off a Rising Rush or an Ultimate Arts, you can just calmly switch to a character with an Endurance effect or the like.
The counter looks incredibly strong. I forgot to mention this earlier, but the unique gauge even starts the battle off at 100%. So, the auto counter can be used right from the start. Once it activates, you'll be in a great position to start a ferocious offense. Will er auch eine neue Technik In haben? sagas Weiß from the nicht. movies parties, alongside the characters we mentioned earlier from Dragonball The Path to Power, but it could also work well in regeneration parties with Piccolo Jr. With additions like Ultra Boo, Kid, Legends Limited, Perfect Form Sal, and Orange Piccolo, Regeneration got some significant buffs this year. We hope you'll try Janemba in regeneration parties. Also wenn man die Charaktere nutzt, wenn man diese Erneuerungen im Team hat, dann bufft das halt. Ich glaube, Janemba bufft die stark. Als ich alles Kinoversion sage und so, das ist schon gut. Man kann sich dadurch so ein Mega-Team aufbauen. Mit Regeneration-Kämpfer. Also kann sich so ein heftigen Team bauen. World Challenge Raid. It's time for a World Challenge Raid. And this time the boss is Super Gogeta. Last month, we held Beat the Heat, Summer Non-Stop Race, but there will be raids again this month too. Not only will there be Chrono Crystals, but lots of other great rewards as well, so you won't want to miss it. It'll be the perfect chance to stock up on slot removers and other items. Coming up, we also have announcing the film's Strike Back. We've been releasing these kind of events during the episode campaigns. This is an event where each stage requires a certain character to play it. Bestimmte Charaktere, ne? Wenn meine Charaktere nutzen. A lot of these are older characters, so I'm sure there are players who will be able to play all of these stages right from the start. Ja. Of course, this Du zeigst alle, ja, kann man mitnehmen. So there's no time limit. You can get Chrono Crystals and slot removers as rewards, so if your characters don't meet the limit break requirements, you'll be able to play and clear this event whenever they do. Hilfe. Now, time for a new Zenkai Awakening. Schon. Zenkai-Wirkung, Super Janemba, Element Rot. Sagas from the movies is getting a Zenkai Awakening. This Janemba is also one of the required characters for stages in the film's Strike Back event we just introduced. Looks like its Zenkai abilities boost red characters. That is right. It targets characters who are Element Red and Episode Sagas from the movies. Ja, die geben halt damit jetzt an, welche Charaktere in Kombination Buff kriegen. Final Form Cooler and Pan from Dragonball Super Superhero. I bet you could make some devious parties with an ability like that. Even Gohan from Dragon Ball Super Superhero would get a boost. So, we hope you'll try a bunch of different party Die haben Buffs bekommen, die sind jetzt stärker. Ja, cool, hätte man nicht unbedingt unten noch mehr buffen können, ne? Da hat ja alles angefangen mit OP-Charaktere. A new unique equipment is being added. This equipment can be used by characters who are both Tag Regeneration and Element Blue. You definitely want this equipment for the new Ultra Super Janemba, right? Right. There's a huge difference between having and not having unique equipments, so be sure to play the new stage and get the best equipment you can so you can bring your characters to the next level. Now, please check in-game after the update to learn more about the equipment's effects. With that, we've shared all of the news that we had for you today. With the new Ultra Super Janemba and Red Super Janemba's Zenkai Awakening, it feels like this campaign is focused on Janemba. True, but it's been a while and we wanted to give Janemba some time to shine, so we hope you'll all enjoy this. Ja, Janemba hat nicht so viel Auftritt bekommen, außer in einem Film, glaube ich nur. Ja, doch. Und deswegen wird hier alles dem gewidmet. Don't forget that we plan to release both the Legends Limited exclusive Limited Z abilities and the new Godly Rank for equipment. Die Ausrüstung hat ein bisschen übertrieben. Ich komme kaum auf 10, auf Z, und jetzt kommt die halt auf Gold Mode. We post info that didn't make it into the program, announcements, and plenty more on our official social media accounts, so if you haven't already, please give us a follow. Thank you all for watching, and we hope to see you all again in the next reveals and stuff. Goodbye, everyone.
Okay, das war der heutige Review and Stuff. Die ganzen Neuerungen gibt es ab morgen. Ne? Also die machen das immer einen Tag vorher, vor der offiziellen Ankündigung. Und ja, Ultra Janemba. Ich habe mir das schon vorgestellt, dass der irgendwann auch noch kommen wird. Das kann man sich halt denken. Die Charaktere, die schon relativ stark sind, Feinde und auch gute Charaktere, sind halt, werden als Ultra kommen. Und ja, Deckungswechsel finde ich interessant, ne? Nur Janemba kann halt diese Farbteleport, wie man es auch nennt, entstehen, dass es sich halt zerteilt oder wieder einfügt für den ganzen Mikroplasma-Pixel, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Auf jeden Fall nice. Dass er beim Deckungswechsel auch noch halt den Key des Gegners auf null reduziert, also so habe ich es verstanden. Und Janemba hat jetzt zum ersten Mal einen finalen Angriff. Ansonsten andere Janembas, soweit ich weiß, haben die keinen finalen Angriff. Die anderen Janembas, die vorher kamen und halt wurde ja gesagt, das letzte Mal, dass der Janemba als neuer Charakter erschienen ist, war das schon 3,5 Jahre her. Und bis dahin haben die einfach nicht mal Zenkai gebracht. Ich glaube, an einen haben die jetzt Zenkai gebracht, aber jetzt erst. Ansonsten gar nichts, nicht mal Legend Limited, gar nichts. Also von Janemba, da hat man nichts gesehen. Und jetzt kommt halt Janemba wieder back, ist auch ein Genre mächtiger Feind und auch ein mächtiger Feind und Regeneration, also Erneuerung. Und das passt halt mega gut in ein Erneuerungsteam. Und haben die, glaube ich, so spekuliert. Und dazu noch Legend Limit Charaktere werden jetzt zu Zeit gebufft. Zum Gohan wird jetzt stärker. Also die haben jetzt den stärker gemacht durch das Update, das morgen kommt. Ich muss sagen, dass Son Gohan Legend Limited Kind wirklich schwach ist und mit Zenkai ist es jetzt auch nicht so dermaßen krank geil. Deswegen braucht er diesen Update wirklich. Ist aber auch einer der allerersten Legend Limited. Da kann man halt verstehen, dass die halt nicht so overtime sind wie die ganzen neuen Ultras und Legend Limited. Kann man halt schon verstehen. Und diesmal haben die es halt kompakter gemacht. Das Ding ist, dass sie schon vor einiger Zeit so eine Umfrage gemacht haben. Dragonball Legends, Review and Stuff, wie sollen wir das gestalten? Wollt ihr erst nur 10 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten oder soll es jetzt eine Stunde lang gehen, das Review and Stuff? Früher haben die das komplett ausführlich gemacht, das haben die schon 45 Minuten, 50 Minuten und so weiter. Und waren ganz nett. Die meisten haben dann anscheinend auf 10, 15 Minuten genannt. Ich habe tatsächlich für 30 Minuten abgestimmt. Wäre für einen Stream eigentlich ganz okay. Für so einen extra Reaktionsstream. Und ja, haben die jetzt nur ganz kurze genommen und halt nur das Wichtigste in den Revain Stuff Ankündigungen. Alles andere ist halt auf den Social Media Plattformen, Facebook, Twitter, also jetzt X und Instagram. Ja, aber ich denke, dass die meisten Spieler von der Rainbow Legends jetzt nicht Bandai Namco unbedingt folgen wegen dem Game. Ähm, ich denke, dass Dragon Ball Legends extra in einem so News Gaming Magazin auch vorhanden ist, safe, ne? Aber das bestimmt alles nur in Japan, denke ich mal. Es wäre schon geil, wenn man so eine Ausgabe immer monatlich hätte, so durchzulesen, neue Games, dies, das. Das wäre schon cool. Vielleicht gibt es halt sowas. Würde ich mich selber auch dafür interessieren. Und ja. Ansonsten, was gibt es denn noch dazu zu sagen? Hm, so ein Dreh rum war es eigentlich mit dem Ganzen. Aber die anderen und die meisten sind halt komplett, die sollten, die wünschen sich einen anderen. Wollen vielfachen Subsection geht halt, lol. Aber nicht mein Schatz. So. Ähm. Machen wir das Overlay wieder rein.
Ihr könnt auch hier stehen, wenn ihr folgt. Also im Grunde und Ganzen hat man das meiste schon gesagt. Das haben die halt in Kürze gepackt. Das Artwork, also Bandai Namco will halt Dragon Ball Legends grafiklich noch besser pushen. Die wollen das Maximale, die wissen schon, dass Animationen, richtig gut sind. Und die wollen da mehr reinpacken, mehr Grafik reinpacken, so viel wie es geht. Ja, ich glaube, dass eines Tages auch schwächere Prozessoren nicht mehr für das geeignet ist, ne? Also selbst bei mir, ich habe auch einen Snapdragon-Prozessor, der zwar ein bisschen älter ist, aber trotzdem noch ganz okay ist. Aber man merkt, also von damals bis heute merkt man schon, dass es jetzt mehr laggt als damals. Und das war damals auf keinen Fall so. Und ist einfach ein bisschen schwieriger geworden. Deswegen muss ich Dragon Ball Legend tatsächlich jetzt nur noch auf dem PC streamen, ne? Über BlueStacks, bis ich halt ein neues Gerät kaufe. Das wird ein bisschen dauern. Aber folgt gerne rein. Ein Follow tut keinen weh. Und für regelmäßigen Dragon Ball Legend Content, ne? Das ist einer der Hauptprojekte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich halt jetzt im Stream auch jetzt versuche, die Ausrüstungen hoch zu pushen. Mittlerweile ist es halt ein bisschen ruhiger geworden. Ich denke, wir können im nächsten Stream von Dragon Ball Legend auf die Ausrüstung gehen. Weil, ja, God Mode oder die Ausrüstung, die sind so ein bisschen too much. Also ein bisschen zu viel geworden. Aber vielleicht ist dadurch, das haben die nicht erwähnt, vielleicht ist halt da Z oder Z Plus halt jetzt leichter zu erreichen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir im nächsten Stream dann versuchen,